Heute bin ich mit neuem Kollege Roland und hier hat schon mal Sanitärfirma gerade mal ausgetauscht, weil der Haus wird renoviert. Da ist überall diese Gartenrohr, die schon sehr alt ist und die platzt sehr gern. Dieses Stück, was ausgetauscht war, innen drin mit Kern vom DN40. Wir gehen jetzt vom Dach in die Luftung mit der Kamera, schauen wir mal, wie das alles aussieht und dann reinigen wir und alles kommt hier raus. Ja, jetzt werden wir sehen, wie das aussieht überhaupt. So, Roland, kann ich dich jetzt filmen, oder? Jetzt machen wir eine Aufzeichnung von unserer Leitung. Am Dach ist richtig dunkel und das ist das gleiche Rohr, auch was im Keller, der sehr bricht. Jetzt schauen wir mal die Leitung an, wie das aussieht. Okay. Aber zum Glück ist nicht so heiß heute. Ja, sehr gut. Eintragendes Dichtungsmaterial. Ja, da geht noch altes WC, oder? Hier ist der Rissbildung, so wie aussieht, oder? Oder, ja, nee. Oder ein Haar. Oder Haare. Das sehen wir nach der Reinigung, aber es schaut schon fast aus wie ein Riss. Okay. Roland macht die Analyse gleich. Und hier kommt die Platte. Ja. Die muss man jetzt entfernen. Dann kommt ein kleines Stück, was Sanitär getauscht hat, weil sie war schon kaputt. Und da kommt die zweite Teil. Und das müssen wir alles wegmachen. Gut. Und das ist schon mal unser Kellerbereich. Jetzt schauen wir bloß noch mal, wo der Riss war. Genau. Jetzt sind wir beim Bierkasten. Jetzt sind wir beim Bier, beim Nahrungsergänzung. Und jetzt ist das Werkzeug gekommen und der Kollege fängt schon fleißig an. Willst du mit Kamera, soll ich dich unten Ich mach gleichzeitig mit Kamera. abhören oder Nein, abfangen, unten die Ablagerungen? Lass mal einfach laufen. Okay. So, jetzt läuft die Maschine auf 1200 Umdrehungen und so wie ihr seht, es wird alles fein gemacht. Perfekt. Die Arbeit läuft. Hier kommen die ganzen Ablagerungen raus. Boah, guck mal das an. Sieht wie scheiße aus. Roland! Kannst du Gas geben? Was? Okay, hier war sehr viele Ablagerungen. Also in der Zeit, wo ich arbeite, steht der Heizungssanitär hinter mir und macht Mittagessen mit seinen Nussschokoladen. Protein oder was? Nesquik. Oh, du hast das schöne Leben, ne? Der schwitzt nicht mal. Gleich zeige ich, was er im Erdgeschoss macht. Sehr schöne Arbeit macht er da. So, jetzt werden die Ablagerungen klein gemahlen. Sehr fein. Siehst du noch was? Okay. Wir fangen von unterer Stelle und dann machen die obere Brocken auch mal weg. Aber zuerst schauen wir mal Sanitär, was er unten treibt. So, jetzt läuft. Oh, Alter, jetzt ist er raus. Da kommt das ganze Zeug. Ich glaube, jetzt kommen die ganzen großen Brocken. Heute für Enrico extra mit blauen Handschuhen, die ich geschenkt bekommen habe. Solche Platten. Das ist Orientstein, 60 Jahre alt.
Perfekt. Schauen wir mal, ob noch was rauskommt. Jetzt fährt er mal diese Richtung, glaube ich. Kommt ja nichts mehr raus momentan. Die haben wir heute schon was. Wow. Jetzt kommt was. Ich höre dich schlecht. Ich warte auf dich hier, ja? Ciao. Jetzt kommt er hier raus, glaube ich. Boah, hier drin ist er. Ich hab gedacht, der fährt jetzt mit Kette raus und dann schießt er alles raus. Ah, da ist Kette. Halt, nicht drehen! Der soll bloß nicht drehen. Der soll bloß nicht drehen. Zurück! Noch! Noch Stück! Noch kleines Stück! Ja, jetzt sehe ich deine Kamera. Und Kette ist auch schon da. Kette ist schon da? Ja, kannst du schon zurückziehen mit Drehen. Ich sehe gerade nichts. Ja, tu's Kamera raus, ich mache sauber. Okay. Wart, passt. So, siehst du mich? Jetzt ganz langsam zurückziehen. Ja. Passt. Hast du eine Sicht? Okay, perfekt. Oh, jetzt so sieht das als alte Bad aus. Ich lasse jetzt mal hier Wasser laufen und im Erdgeschoss macht die Sanitärfirma gerade Sanierung. Das werden wir gleich sehen, wie das aussieht. Jetzt hat er Sachen da eingeschaltet. Jetzt hat er Maschine eingeschaltet, ne? Fabrik voller Dreck. Musik läuft. Hier hat der Sanitär sehr schön sauber gemacht. Kommt der Waschtisch. Jetzt läuft bei ihm immer noch Musik und hier arbeitet er momentan. Neue Waschbecken. Ja, perfekt. Ja, hier kommt der Dusche, früher war hier eine Badewanne. Und einen Sauger von Milwaukee hat er. Und im Keller läuft noch. Ja, die Soße läuft. Wie schaut's aus bei dir? Stopp, zurückziehen! Noch! Was? Noch! Passt! Ja, jetzt passt, jetzt kannst du drehen! Boah, ist das laut hier. Dann gehe ich mal jetzt raufziehen und schauen wir mal das an. Aber ich glaube, ich werde mit der Baustelle nicht so weit sein. Ich habe jetzt andere Baustelle bekommen. Jetzt bringt der Kollege mein Fahrzeug. Der junge Mann, PR, kommt gleich, bringt mein Auto und ich fahre weiter und sie machen die Baustelle jetzt soweit fertig. Roland, ja? Ich buck mich hin und du schaltest Kette, spritzt mich voll an. Alter. Ich hoffe, das macht Spaß. Puh. Jetzt kommt der Pierre und bringt mein Auto und ich fahre weiter. Okay. Aber schauen wir, vielleicht schaffen wir bis dahin. Ja, ist schon fertig. Echt? Ja. Einmal mit dem Profi arbeiten wieder mal und er sagt, wir sind schon fertig. Perfekt. Dann schauen wir mal die Leitung gleich an. Ja.
Jetzt einmal, jetzt kommt der Rückwärtsaufzeichnung oder Vorwärtsaufzeichnung nach unserer Arbeit. Das, was Roland sauber gemacht hat, sieht jetzt so aus. Die ganzen Brocken sind weg, oder? Schauen wir gleich. Schauen wir gleich. Ab da ist losgegangen. Ah, sehr sauber. Da sieht man noch die Verfärbungen, wo die großen Brocken waren. Also Roland kann auch in Schule arbeiten als Lehrer, der erklärt so gut, ne? Aber in der Schule war er nie gut. Bei Handwerker zahlt es nicht. Wenn du guter Handwerker bist, dann brauchst du keine Schule. Okay. Ja, und schon sind wir wieder bei unserem Bier. Ja, perfekt. Ja, so viel Wasser haben wir gar nicht gebraucht. Ich glaube, der Heizungssanitär hat jetzt gebetet, dass wir die andere Leitung nicht kaputt machen, weil bei ihm war schon einmal geplatzt. Ja, jetzt ist die Baustelle soweit. Fertig. Fertig. Saubere Arbeit, wenn zwei Profi arbeiten. Roland, du kannst dich bedienen, Äpfel sind schon da. Ganze Dach ist schon mal da. Jetzt kommt der Kollege, ne? Dir zum Helfen und wir sind schon fertig. Wir sind schon fertig. Unglaublich. Lass mal den einfach Maschine runtertragen. Genau, dass er nicht umsonst hergekommen ist. Liken und abonnieren nicht Hast du aus? vergessen. Ja. Jetzt müssen wir Sanitär seine Arbeit auch noch wegnehmen und die Rohre mal zusammenschieben. Hast du Schraubenzieher dabei? Für alle Schraubenzieher, Schmiere. Schmiere. Müssen wir jetzt mal auseinanderschrauben. Da kriegst du die Schmiere. Ich krieg die Schmiere. Ja. Also, jetzt schauen wir mal, Herr Roland, weil Konkurrenz für Heizungssanitär macht und ordentlich anbindet. Ja, gut geschmiert ist nie verkehrt. Naja, wenn es flutscht, dann flutscht. Also, der hat sich umgedreht jetzt, der Büro angerufen, dass wir sind fertig. Wir brauchen nur ein bisschen länger. Jetzt brauchen wir 3 Stunden. Aha, so geht es. Okay, Sitzt oder was? Runter. Ja, sitzt da. Brauchst du Hammer? Drin ist er. Aber So ein Vieh. da zwickt es mir ein bisschen. Ziehen wir wieder runter. Jetzt ist alles in Position. Perfekt. Bloß der Einschub ist mir noch nicht ganz drin. Musst du noch mal rein. Ja, jetzt. Jetzt ist Weiter gut. geht er nicht, weil mein Drohschalter ansteht. Ja, perfekt. Jetzt ist aber Feierabend. Heute haben wir 5 Leberkas vernichtet. Also Roland 4 und ich 1. Roland 3, ich 2. Das hat gut funktioniert. Jetzt ist soweit. Ja, mein Kollege angerufen, braucht er nicht mehr kommen. Also langsam wie der fährt, fahren wir so schnell zurück in die Firma und dann hole ich mein Auto. Räume gerade mal Werkzeug auf. Jetzt sage ich Sanitärfirma, dass es doch ein Rohr geplatzt und der muss aufstellen. Schauen wir mal. So. Musst du unten aufstellen. Hat jetzt doch geplatzt. Ah ja, komm jetzt. Ja, tropft das ganze Wasser unten jetzt raus. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich verarscht oder nicht, jetzt muss ich selber schauen. Ja, alles gut. Alles ist perfekt. Hast du angeschaut, fast alles? Ja. Ja. Macht der Nasssaugen auch? Ja, aber musst du mit dem jetzt unbedingt saugen? Hä? Musst du mit dem jetzt unbedingt Nein, nein, ich frage bloß, weil wir Aber haben macht er, ja. andere. Also nass und Ja. trocken, oder was? Du musst halt bloß Filter rausnehmen dann zum Ja. genau, aber sonst macht alles. Das ist eigentlich ganz gut. Okay. Schwer ist er halt. Schwer? Ja, schon, hat schon. Ja, Ja, aber hat schon. Ich weiß schon, dass der großen, aber. unsere ist nicht so schwer. Aber also für- das gleiche. Ja, ja, aber hat schon. Also wenn er voll ist, ist er richtig schwer. Ja, bei uns auch. Das ist ungefähr gleiche Größe Ja, vom Körper. aber der ist schon gut. Ja, die sind wie vom Wirt, die sind alle die gleichen. Okay. Die sind alles dieselben.
Also falls jemand ein gutes Auge braucht von Milwaukee oder Kercher, ist perfekt. Jetzt muss man nacharbeiten von Sanitärfirma. Ist nicht weitergekommen. Am ganzen Blockhaus, der voll steht. Hier unten sieht man, dass da Zurückstau gekommen. Also nicht nur hier, da auch. Hier ist schon mal zusammengekehrt. Hier ist der Schrank rausgekommen. Da sieht man neuer Blinddeckel vom Sanitär, damit es nicht Zurückstau kommt, sondern gleich in unserem Schacht rausdrückt. Weil das alles, was im Schacht rausdrückt, stimmt nicht. Aber ich habe jetzt mal den zweiten Schacht gefunden. Von da gehen wir, glaube ich, rein. Jetzt wird es von Eigentümer geklärt, wo ich meine Wasser bekomme. Ansonsten muss ich mit Spirale arbeiten. Okay, das ist der zweite. Also ich befinde mich jetzt hinten. Das ist der zweite Laden. Und hier kommt keine Wasser mehr raus. Von da gehe ich jetzt mal rein. Und natürlich mit Erfolg. Was anderes gibt es nicht bei Etzim. Immer Vollgas geben. So, jetzt schauen wir mal, dass ich mein Auto betanken kann und dann rein mit dem HD und ist erledigt. Und mal kleine Kontrolle durchführen, dass der Abfluss wieder mal funktioniert. Und hoffe ich mal, dass für heute mal Feierabend wird, weil irgendwie bin schon ein bisschen kaputt. Immer noch in Urlaubsmodus. So, jetzt ist mein Tank voll. Ich denke, es wird jetzt nicht mehr lang dauern, bis der Verstopfung gelöst ist. Mach mit HD. Heizungssanitär hat schon mal gemeldet, hat schon gesagt, dass er mit Spiralen richtig tief weit drin war. Ja, und wir haben gesagt, ich mache jetzt mit HD. Und das war gleich Aussage, ja, ist schon klar, mit HD, ich hätte auch geschafft. Aber ja, nächstes Mal mache ich mit Spirale, aber der Sanitär soll vorbeischauen, dass er sieht, dass ich mit Spirale Verstopfung beseitige. Weil wenn du sagst, du machst mit Hochdruck, dann sagen sie, ja, mit Hochdruck hätte ich auch geschafft. Aber keiner hat Hochdruck dabei. Da vorne ist jetzt mein Loch, wo ich arbeite. Jetzt schauen wir mal. Hoppa. Einschalten muss ich auch. Sollte jetzt nicht weit sein, denke ich mal, weil da jetzt ungefähr in diesem Bereich kommt der Fallleitung. Aber das werden wir gleich sehen. Ja. Ob ich überhaupt durchkomme. So.
das war's jetzt. Mal schauen, ob es auf der anderen Seite mal abflussfrei ist oder nicht. Weil das war jetzt wirklich die ersten paar Meter verstopft. Da hat sich sehr viel gesammelt. Und, wie schaut's aus? Schauen wir gleich. Aber irgendwie geht mir Power aus heute. Das Wasser steht noch minimal. Das ist perfekt. In das Rohr. Schau mal mit der Kamera rein, wie das aussieht. Jetzt bin ich mit der Kamera komplett durch ganzen Haus bis zur ersten Öffnung. Und ich denke, das ist jetzt unsere Öffnung. Sollte da sein. Ah ja, genau. Hier sieht man, dass meine Kamera jetzt unten. Und das Leiten geht tatsächlich hier Kerzen gerade. Wo ist denn der Michael? Weiß ich nicht. Da vorne ist meine Kamera, sehen Sie? Ah ja. Ich bin komplett durch. Jetzt mache ich jetzt eine Rückwärtsaufzeichnung und zeige euch, wie die Leitung wirklich aussieht und warum das verstopft war. Oh, keine Ahnung, so richtig abgelagert ist die Leitung nicht, wie das aussieht. Aber ja, schauen wir mal gleich. Opa. Oh. So. Rückwärtsaufzeichnung nach der Verstopfungsbeseitigung. Es fließt immer noch leicht Wasser. Hier sieht man jetzt oberhalb eine Öffnung. Okay. Aber sonst sieht er perfekt aus. Hier ist guter Neigungswinkel. Hier steht es wieder Wasser bei 18 Meter. Ist zwar nicht viel. Da kommt von oben eine Zulauf und von links noch eine Zulauf. Okay. Aber sonst ist ja keine große Ablage. Und hier kommt eine Zulauf. Stinken tut das wirklich richtig. Aber ja. Da kommt noch eine Zulauf. Also Leitung geht genau in die Mitte vom Haus und die linke und rechte Wohnungen kommen hier alle rein. Aber hier im Schacht ist sehr gute Gefälle. Aber vor dem Schacht, glaube ich, war nicht so perfekt. Okay. Hier vor dem Schacht ist leicht stehende Wasser, glaube ich. Es fließt immer noch weg. Okay, muss man sagen, ich bin jetzt ohne Modul, ohne Zentrierer, da kommt der Kamera gleich nach halbe Zentimeter. Aber jetzt ist der Abfluss frei wieder. Warum war verstopft? Keine Ahnung. Aber keine Ahnung kann man nicht sagen. Irgendwas war drin. Okay. So. Jetzt. Finito. Die Baustelle hat jetzt nicht so lange gedauert wie gedacht. Also zum Glück habe ich nur halb voll gemacht, meinen Tank. Von hier läuft es entlang zu diesem Haus, zu dem zweiten. Und von da, glaube ich, läuft es irgendwie weiter zu dem nächsten Bauernhof. Oder ja, da vorne ist noch ein Schacht. Also der läuft es separat. Gut. Die Baustelle ist soweit, jetzt nur mein Spüler leer machen. Ein bisschen Wasser ist noch drin. Kleiner Funktionstest, dass die Leute mal Toilette spülen und dann haben wir es. Kann man schon Feierabend machen. So, Funktionstest bestanden. Jetzt kommt der letzte Schritt, das mache ich so gern. Ein Blümchen gießen. In der Zeit ist meine Kaffee unterwegs. Also heute war ich natürlich früher fertig
mit Verstopfung, die Seite aus meinem Kaffee starten. Aber den Kaffee trinke ich trotzdem und dann fahre ich erstmal weiter. Ich freue mich über dein Abo, Like und Kommentars.